Wie gefährlich ist Fahrradfahren in Berlin wirklich? Ich habe mir die 5 Straßen mit den meisten Unfällen mit Radfahrern vorgenommen und ich fahre sie selbst ab. Jede Straße bekommt einen Score, besteht aus 7 Kriterien. Und ich habe einen klaren Verdacht, wer am Ende auf Platz 1 landet. Aber ob ich damit richtig liege, das sehen wir gleich. Ich bin gerade in die Warschauer Straße eingefahren. Die ist laut Berliner Polizeistatistik auf Platz 2 in 2025, was die meisten Unfälle mit Radfahrern betrifft. Und schauen wir uns einfach mal an, was uns hier erwartet. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass man erstmal schon so einen Fahrradschutzstreifen hier hat, der an sich recht breit aussieht. Aber mal gucken, da vorne scheint er schon wieder ein bisschen dünner zu werden. Es gibt eine ganze Menge Kreuzungen hier. Also sind sehr viele Ampeln zu sehen auf kurzer Strecke. Und was natürlich sofort auffällt im Vergleich zu meinem Pendelweg ist, dass hier schon mal deutlich mehr Fahrradfahrer unterwegs sind und natürlich viel mehr Autos. Dooring Zone gibt es hier auch genug von parkenden Autos. An sich bis jetzt hier die Sichtbarkeit für Fahrradfahrer ist gar nicht mal schlecht. Klar ist viel los. Wobei man muss dazu sagen, jetzt sind in Berlin gerade Sommerferien. Deswegen ist vielleicht nicht ganz so viel los wie sonst. Also bis jetzt kann ich als Fahrradfahrer eigentlich auch ganz gut die Situation überblicken. Ist also auch erstmal nicht so schlecht. Was mir ansonsten noch auffällt, ist natürlich viele Fußgänger, klar, viele Geschäfte. Es ist eine hohe Verkehrsdichte hier. Es gibt Fahrradwege, ganz offensichtlich, aber Schilder gibt es wieder keine. Also überholen bei den schmalen Fahrradwegen ist schon knapp hier. Bin jetzt hier nicht super schnell unterwegs, eher wie ein durchschnittlicher Fahrradfahrer. Gut, hier mit den Fußgängern wird es teilweise ziemlich eng mit den Bushaltestellen hier. Ja, kreuzender Verkehr von Fußgängern. Ja, manche kommen hier aus den Läden rausgestürmt, gucken vielleicht nicht gleich. Dann gibt es hier ab und zu noch Einfahrten, sehe ich. Die könnten vielleicht ein Thema sein, weil hier auch gerade noch Autos parken und da die Sichtbarkeit nicht mehr so gut jetzt ist auf dem Stück hier. Ja, hier auch gutes Beispiel wieder Lieferverkehr oder so von der Einfahrt. Also nach hinten raus auf der Warschauer Straße wurde jetzt die Sichtbarkeit schon ein bisschen schwieriger für Fahrradfahrer. Auch das, was die Fahrradfahrer sehen können, was an Autos kommt durch die parkenden Autos, ist auch ein bisschen schwieriger wieder. Gut, wir gucken uns gleich mal die Bewertung zusammen an. Also bei den Kriterien würde ich der Warschauer Straße folgende Punktzahlen vergeben. Thema Autoverkehr würde ich 7 Punkte vergeben, weil schon recht viel los ist. Bei Lkw und Busse würde ich eine 6 Punkte vergeben, also Gefährdung 6. Weil Busse gibt es hier nicht so viel, da fährt Straßenbahn und LKWs habe ich jetzt auch nicht so viele gesehen. Abbiegekonflikte sehe ich eher bei einer 7. Einfach dem geschuldet, da es recht viele Abbiegemöglichkeiten gibt. Auch wenn da Ampeln sind. Fahrradfahrer haben natürlich grün, wenn Autos auch grün haben und die können natürlich auch abbiegen. Also das könnte schon ein Thema werden. Bei Qualität der Radführung würde ich 5 Punkte vergeben, weil einfach es sind Fahrwege da oder Radwege da. Zum Großteil auf der Straße, ein Teil am Rest hier der Warschauer Straße auf Fußgängerweg, was an sich okay ist, deswegen nur 5 Punkte. Sichtbarkeit würde ich auch 5 Punkte geben, weil großteils konnte man recht gut sehen, was kommt. Auch die Autofahrer konnten einen eigentlich gut sehen. Ampelführung, da würde ich 4 Gefahrenpunkte vergeben, weil an sich, es ging immer nur geradeaus und muss jetzt keine großen Schlenker machen, wenn man einfach nur geradeaus fahren wollte. Das ist okay an sich. Und persönliches Sicherheitsgefühl würde ich eher bei einer 6 einsortieren, da ich auch diesen innerstädtischen Verkehr nicht so krass gewohnt bin, da ich ja meistens am Rand von Berlin lang fahre. Da ist einfach nicht so viel Gewusel los, nicht so viel Fußgänger und so weiter. Deswegen fühle ich mich jetzt hier nicht wirklich sicher, aber es war an sich okay. Deswegen 6 Punkte. Jetzt bin ich auf der Sonderallee eingefahren. Und was mir auffällt als erstes, es gibt keinen Fahrradweg, sondern nur Fußgängerweg und hier die Busspur, wo Fahrradfahrer freigegeben sind, aber natürlich auch Lieferverkehr ein- und ausladen kann. Die Sonderallee an sich ist auf Platz 4 in der Polizeiunfallstatistik von 2025. Kommt mir jetzt erstmal ein bisschen schwieriger vor als die Warschauer Straße zum Beispiel, weil da gab es wenigstens Fahrradweg. Hier gibt es keinen und Fußweg ist keine Alternative, weil der ist knüppelvoll. Auch hier die Straße, wie man sieht, mit B- und Entladen voll. Es gibt noch eine ganze Menge Ampelkreuzungen hier. Und viel Verkehr erstmal, obwohl Ferien sind. Also da kommen mir ehrlich gesagt schon Zweifel, warum die Sonderallee nur auf Platz 4 ist, wenn man hier so lang fährt. Und nicht eher weiter vorne. Wobei bei der Polizeistatistik seht ihr ja, die sind echt dicht beieinander alle. Weil der Unterschied zwischen 24, 23 oder 22 Unfällen in einem Jahr
Ist jetzt nicht wirklich riesig und wahrscheinlich eher Zufall. Und wahrscheinlich hat die Sonderallee nur Glück, weil einfach weniger Fahrradfahrer hier unterwegs sind. Weil so viele wie an Warschauer Straße sehe ich nicht. Stehen auch nicht annähernd so viele am Straßenrand rum. Hier überwiegt auf jeden Fall die Anzahl der Autos und der Fußgänger. Ja, schon krass. Real gesehen gibt es hier eigentlich nur eine Spur, wo man langfahren kann. Und die ist so langsam. Man sieht ja auch alles auf 30 gedrosselt, was auch gut ist bei dem Verkehr hier. Aber schön ist anders, ne? Als Radfahrer bist du ja fast schon genötigt, genau in der Mitte von der Straße hier zu fahren. Also, wenn man jetzt die Autos mal abzieht, weil ja die parkenden Autos stehen. Und wie man hier sieht, Storing Zone, die ist gar nicht so schlank, wie viele denken, sondern das ist schon ein ordentlicher Abstand vom Auto. Was natürlich noch auffällt, ist, dass die Sonderallee jetzt zum Beispiel im Vergleich zu der Warschauer Straße, wo ich gerade war, schon mal deutlich länger ist. Warschauer Straße war gefühlt ja nicht sehr lang. Und immer wieder hier der Kampf um den Parkplatz für die Autos, das nervt garantiert total. Mich würde es ehrlich gesagt gar nicht wundern, wenn hier gar keiner durchfährt, die Sonderallee, sondern einfach nur jeder einen Parkplatz sucht. Auf jeden Fall duftet es hier links und rechts immer ganz gut nach Essen. Döner, türkisches Gebäck und so. War mir jetzt in der Warschauer Straße gar nicht so aufgefallen. Aber da waren noch nicht so viele Geschäfte links und rechts. Es war eigentlich nur der Bahnhof und der Weg runter zur Eastside Galerie. Ja, Sonderallee ist immer noch nicht zu Ende. Und wie schon eingangs gesagt, hier sind wenig Fahrradfahrer unterwegs. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Das ist hier keine Straße, die du fahren willst. Da gehst du lieber eher rüber irgendwo auf eine Seitenstraße und fährst da. Auch wenn man ein bisschen Schlängelinien fahren muss vielleicht, weil man mal wieder abbiegen muss. Aber hier fahren ist wirklich kein Vergnügen. Oh, jetzt kommt das erste Stück mal Fahrradweg hier auf der Richtung. Ist natürlich eine Bodenmarkierung wieder mal nur. Keine Schilder dran, das heißt, ich könnte hier auch locker auf der Straße weiterfahren, wenn ich will. Hier auf dem Fußweg muss ich halt ein bisschen langsamer fahren und auf die Fußgänger Rücksicht nehmen, was ja klar ist. Und der zweite Teil der Sonderallee hier hat auf jeden Fall einen Radweg, aber wie man sieht, auch links parkende Autos und damit ist die Wahrscheinlichkeit für Rechtsabbiegethemen groß, dass man übersehen wird als Fahrradfahrer oder dass man selber die Autos, die jetzt abbiegen wollen, nicht sofort sieht. Und ein richtiger Fahrfluss kommt auch nicht auf, weil hier eine Ampel nach der anderen kommt. Gefühlt alle 50 Meter ist eine Ampel. Oh, das erste Mal ein blaues Fahrradfahrerschild hier. Ein Pflichtfahrradweg hier auf der Straße mal. So ein neu moderner Pop-up-Radweg, wo auch gerade wieder diskutiert wird, ob man die wieder zurückbaut, weil der Verkehrsfluss da gestört wird hier. Auf der rechten Seite sieht man noch den alten Fahrradweg. Also auf der Seite der Sonderallee hier lässt sich halbwegs aushalten. Hinter mir das Stück direkt so ein bisschen mehr Stadtmitte. Das ist ja eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Warum gibt es hier eigentlich einen grünen Radweg und einen roten Radweg? Hat da einer eine Antwort drauf? Also spontan habe ich jetzt keine. Muss ich auch erstmal recherchieren, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat. Aber wie schon ein paar Mal gesagt, echt erstaunlich, wie lang die Sonderallee ist. Irgendwie hat der Verkehrsfluss abrupt geendet. Kaum noch ein Auto zu sehen, 2 Spuren, völlig frei, plus ein richtig breiter Fahrradweg hier. Kurios. Ist baulich jetzt natürlich auf den anderen Stück, was wir gesehen haben, nicht möglich, klar. Da war nicht mal annähernd so viel Platz wie jetzt hier. Naja, wir sind jetzt hier nahe dem Grenzbereich. Ehemaliger Mauerweg hier. Da war natürlich ein bisschen mehr Platz am Schutzstreifen. Schätze ich mal. Sieht zumindest so aus. Und da ist er schon, zur linken Hand und rechten Hand, der Mauerweg. Wer den noch nicht kennt, kann gerne mal in das Video hier reinschauen. Da bin ich den schon mal abgefahren. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Fahrradtour. Kann ich sie jedem sehr empfehlen. Ist natürlich ein bisschen länger mit 160, knapp 170 Kilometer. Je nachdem, wie weit oft man sich verfährt. Aber auf jeden Fall sehr schön. Man muss es ja auch nicht an einen Tag machen, so wie ich es gemacht habe. Man kann sich auch die Strecke aufteilen in mehrere Tage. So, aber ansonsten ist hier irgendwie der Fahrradweg auf einmal verschwunden und zur Busspur geworden. Naja, da vorne geht es weiter mit dem Fahrradweg. Bus ist zu Ende. Aber auch die Sonderallee wird jetzt hier gleich zu Ende sein. Mein Fazit zur Sonderallee sieht folgendermaßen aus. Im Kriterium Autoverkehr gebe ich 10 Gefährdungspunkte, weil schon sehr viele Autos da gerade am Anfang bis weit über die Hälfte da waren.
und auch ständig einen Parkplatz gesucht haben. Also faktisch war einfach eine Spur immer gesperrt. Man musste als Fahrradfahrer irgendwie immer hin und her hüpfen und hoffen, dass einen einer reinlässt auf der freien Spur oder auf der Fahrspur. LKW und Busse gebe ich 8 Punkte, weil es war Lieferverkehr und Co. zu sehen. Busse waren jetzt auch da, LKWs waren da, aber jetzt nicht so viele wie Autos. Abbiegekonflikte sehe ich auch eher bei einer 8, weil gerade bei diesem Gewusel, was wir anfangs gesehen haben, wenn die Autos einfach mal schnell rüberziehen, um noch die grüne Ampel zu kriegen und Co., da bist du als Fahrradfahrer mitten auf der Spur einfach verloren. Qualität der Radführung gibt es 10 Gefahrenpunkte, weil es gab faktisch keine Radführung. Das letzte Stück hier, wo es so schön war, da gab es ordentliche Radführung, aber ich muss halt den schlechtesten Fall von der Straße einfach bewerten, das wäre sonst unfair. Macht jetzt auch keinen Mix aus, hier ist schön, da ist schlecht, sind wir mittelgut. Das geht nicht, deswegen 10 Punkte. Sichtbarkeit schätze ich bei 8 Punkten ein, weil man ist zwar auf der Straße, aber gerade beim Abbiegen gucken die Autos ehrlich gesagt nicht alle zumindest, oder die Autofahrer gucken da nicht alle. Von der Seite 8 Punkte. Ampelführung 4 Punkte, weil an sich, es geht nur geradeaus. Ja, es waren zwar viele Ampeln, aber es war jetzt nicht irgendwie verwirrend, wo man stehen muss oder so. Persönliches Sicherheitsgefühl oder Gefahrengefühl gebe ich 8 Punkte, weil ich habe mich schon sehr unwohl gefühlt da. Gerade auch gefühlt oder fast als einziger Fahrradfahrer hat man sich ja schon sehr allein gefühlt oder verloren gefühlt. Von der Seite 8 Punkte. Jetzt fahre ich gerade die Karl-Marx-Straße hier ein. Die ist laut Polizeistatistik auf Platz 5. Bin schon mal gespannt, wie sie schlägt, gerade im Vergleich jetzt mit der Sonderallee. Aber was als erstes schon mal positiv auffällt, ist, es gibt auf beiden Seiten grün markierte Fahrradwege hier, auch als Schutzstreifen, was immer seine Vor- und Nachteile hat. Vorteil meistens guter Bodenbelag, Nachteil, die Autos fahren doch recht dicht dran. Und noch ein Nachteil bei so einem Schutzstreifen ist, wie man es vor mir sieht, man fährt halt direkt in der Dooring Zone der parkenden Autos. Hier ist jetzt ein bisschen von den Bodenmarkierungen her schon angedeutet, dass man ein bisschen Abstand halten soll. Aber ganz ehrlich, der halbe Meter hier, der ist definitiv viel weniger als eine ausschwingende Tür. Fußgängerwege sind mittelstark belaufen jetzt gerade. So vor allem im Vergleich Warschauer Straße oder Sonderallee ist hier etwas weniger gerade noch los. Aber gucken wir mal. Wir fahren ja stadteinwärts. Da wird es wahrscheinlich auch wieder voller werden, genauso wie auf der Sonderallee. Ja, schöne Situation hier auch wieder mit einigen Arzneimitteln und Co. Da wird der Fahrradweg schnell mal genutzt, um zu parken. Hier gibt es jetzt gerade eigentlich eine schöne Lösung, um Abbiegeunfälle zu vermeiden. Man fährt hier zwischen der Geradeausspur und der Rechtsabbiegerspur und kommt damit quasi den Rechtsabbieger nicht in die Quere. Auf der anderen Seite ist es auch ein sehr mulmiges Gefühl, wenn man hier so mitten auf der Straße fährt. Also muss man mögen, aber zumindest eine Lösung, dass Fahrradfahrer hier geradeaus durchfahren können, ohne Angst zu haben, dass sie direkt vom Auto umgefahren werden. Ja, nächster LKW hier, der den Fahrradweg gut nutzt, um zu liefern. Ja, Fahrradweg ist aufgrund von Baustelle jetzt hier gerade mal weggemacht worden mit den gelben Markierungen. Jetzt bin ich mir natürlich unsicher, wo ich fahren soll als Fahrradfahrer. War jetzt natürlich erstmal hier auf der Straße weiter, klar. Der Fußgängerweg ist nicht wirklich eine Alternative hier, so voll wie das ist. Und für den Gegenverkehr kann ich jetzt gerade nicht sehen, wo da der Radverkehr sein könnte. Wahrscheinlich nur auf dem Fußgängerweg. Ja, wie zu erwarten war, Verkehr wird hier schon ein bisschen dichter Richtung Innenstadt. Sowohl auf der Straße als auch Fahrräder und Fußgänger sind mehr. Erstaunlicherweise sind hier natürlich wieder Fahrradfahrer im Gegensatz zu der Sonderallee. Aber ist ja auch ein Fahrradweg, theoretisch, wenn er nicht gerade zugeparkt ist. Ampeln sind hier auch recht engmaschig, so wie der Sonderallee. Aber klar, die Karl-Marx-Straße läuft ja wieder parallel zur Sonderallee. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre. Ja, es wird hier langsam spannender. Gewusel wird mehr Leute, mehr Autos, mehr von allem. Da muss man sich schon gut fokussieren hier. Da kannst du nicht einfach rumfahren und träumen, das wäre nicht so gut. Ist eh nicht so gut, man soll ja auch nach § 1 Straßenverkehrsordnung, Rücksichtnahme, ne? Gucken schön, aufpassen. Das schließt aus, dass man schön verträumt, wie auf so einem weit abgelegenen Fahrradweg, wo man mitten in der Natur ist, rumfahren kann. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Radfahrer, die aufpassen müssen, sondern das gilt natürlich für alle Verkehrsteilnehmer hier, egal wie sie unterwegs sind. Wenn der Verkehr so dicht ist,
und so viel los ist um einen rum, so viele Eindrücke, dann muss man einfach fokussiert bleiben, so gut wie es geht. Klar, Fokus kommt auf einen Punkt fokussieren, das ist jetzt hier vielleicht nicht so richtig, sondern man muss viele Sachen im Auge behalten. Also fokussieren wäre ja eigentlich fachlich das falsche Wort. Man muss also sehr aufmerksam sein, seine Umgebung im Blick haben und auch teilweise für andere mitdenken, klar. Na, schön parken, Tür weit aufschwenken. Wie eben schon bei den anderen Straßen gesagt, das ist jetzt hier Ferienzeit und da ist bekanntlich viel weniger los in Berlin. Ich will gar nicht wissen, wie es hier ist, wenn keine Ferien sind. Also abgesehen davon, dass man sich hier natürlich dann stark konzentrieren muss und so, klar, wo wenn viel los ist, fühle ich mich hier deutlich wohler als auf der Sonderallee, also wirklich deutlich. Was natürlich auch immer noch eine interessante Frage ist, wie sieht es hier nachts aus? Ja, hier ist ja auch recht viel Trubel und so wie an der Warschauer Straße. Und da kann es natürlich schon sein, wenn nachts dann mehr Fußgänger auch unterwegs sind, Leute, die zu Partys wollen oder ähnliches, dass das Verkehrsaufkommen an der Stelle sich ein bisschen zum Fußgänger verschiebt oder zum Fahrradfahrer und dadurch natürlich auch eventuell vielleicht nicht nüchtern gelaufen oder getrunken gefahren wird. Ja, ich glaube, für die Karl-Marx-Straße war es ja auch ein ziemlich großer Einschnitt mit dem neuen Fahrradweg hier. Also sieht zumindest alles noch recht neu aus und auch breit und wirklich so, wie man sich den Fahrradweg vorstellt, abgesehen von dem Verkehr außenrum. Also ich möchte behaupten, man wird auf jeden Fall besser gesehen als jetzt auf der Sonderallee, weil irgendwie war es gefühlt auch da dunkler, weil die Bäume ja dichter standen. Also ich weiß nicht, irgendwie kam es mir da dunkler vor. Hier wirkt alles ein bisschen heller und breiter. Aber klar, hier gibt es auch per se nur eine Spur für Autos. Der Rest ist ja schon für Fahrradfahrer hier eine ganze Spur und parkende Autos haben auch noch ein bisschen Platz. Na gut, wir haben ja auch zwischendurch ab und zu noch Einfahrten. Da habe ich jetzt noch nicht so viele Autos rauskommen sehen oder reinfahren sehen. Aber ich glaube, wenn man Richtung Abend geht oder ganz früh ist, wenn die Leute halt ihr Haus verlassen oder nach Hause kommen mit Auto, dann könnte es auch noch mal sportlich werden. Das fehlt jetzt hier natürlich gerade. Busverkehr haben wir hier noch. Lieferverkehr, also LKWs und Co. haben wir ja auch schon gesehen, haben auf der Straße auch Parken gehabt. So, Hermannplatz. Da ist die Karl-Marx-Allee auch schon zu Ende. Also Fazit zur Karl-Marx-Allee. Was den Autoverkehr betrifft, gebe ich mal 5 Punkte, weil ganz so schlimm war es nicht. Und dadurch, dass halt der Verkehr eine Spur hatte, Radverkehr eine Spur und parkende Autos mehr oder weniger auch eine Spur, war es doch entspannter als gedacht. Busse, LKWs, genau das gleiche, 5 Punkte als Gefährdung, war okay. Abbiegekonflikte sehe ich jetzt auch bei einer Gefährdung von 5 Punkten ungefähr. Dadurch, dass halt der Radverkehr ja schon immer noch neben der oder zwischen der Geradeausspur und der Abbiegespur verlaufen ist und die Sichtbarkeit an sich relativ gut war, aber da kommen wir gleich zu. Qualität der Radführung gebe ich auch 5 Gefahrenpunkte nur, weil einfach sie an sich okay war. Es geht geradeaus, ist recht breit gestaltet, also gut sichtbar, intuitiv kann man sagen, ist jetzt okay. Sichtbarkeit habe ich auch schon gerade gesagt, dadurch, dass halt die Radführung und so weiter ganz gut ist, ist auch die Sichtbarkeit gut, deswegen auch nur 5 Gefahrenpunkte hier. Ampelführung auch 5 Gefahrenpunkte, weil einfach ist an sich okay. Ja, man kommt nicht so sehr mit Abbiegern in Konflikten, geht. Dann haben wir noch das persönliche Sicherheitsgefühl. Hier gebe ich auch nur 5 Gefahrenpunkte, obwohl hier recht viel los war. Klar, kein Vergleich zu der normalen Zeit neben den Ferien. Aber durch die anderen Punkte, die wir gerade schon besprochen haben, habe ich mich doch recht sicher gefühlt für die Verhältnisse hier. Ist natürlich kein Vergleich zu irgendeinem schönen Landfahrradweg oder so, das ist klar. Jetzt bin ich auf der Chausseestraße, die sich Platz 3 gesichert hat letztes Jahr auf der Polizeistatistik. Was auch hier gleich wieder auffällt, ist kein Fahrradweg in Sicht. Nur ein Fußgängerweg, wo Leute laufen oder sitzen vor irgendwelchen Cafés. Parkende Autos hier am Rand, Straßenbahnschienen, eine Spur für Autos mehr oder weniger. Und wenn man hier in der Dooring Zone nicht drin fahren will, dann ist man gefühlt fast schon in den Schienen. Also so wie die Sonderallee vorhin ist die hier auch schon mal überhaupt nicht attraktiv für Fahrradfahrer. Geschweige denn für Autofahrer. Auch wieder Ampeln alle paar Meter. Jetzt kommt hier mal ein kleiner Bereich, wo Markierungen sind für Fahrradweg. Aber der wird gleich unterbrochen durch eine neue Baustelle, so wie es aussieht. Und eine Ampel. So, ich muss hier kurz mal abbiegen, außenrum.
Ich schleiche mich jetzt hier mal in Schrittgeschwindigkeit über einen Fußweg. Hier gab es offenbar mal einen Radweg unter der Baustelle. Ah ja. Mal eine andere interessante Lösung hier. Parken Autos links vom Radweg. Was natürlich wieder Gefahr birgt, dass einfach einer abbiegt und hier in eine Einfahrt raus will und halt nicht guckt, ob ein Fahrradfahrer kommt. Habe ich auch schon oft genug erlebt. Aber das Stück jetzt hier, das geht. Sind keine parkenden Autos, breiter Fahrradweg, gut sichtbar alles. Naja, wen es interessiert, rechts kann man auch abbiegen hier. Da geht es zum Mauerweg, beziehungsweise geradeaus. Hier sind wir jetzt auch gerade auf dem Mauerweg. Gut, Autos gibt es jetzt hier gar nicht so viele wie gedacht, aber es liegt wahrscheinlich auch an der Baustelle, dass man halt gar nicht durchkommt und alle einen Umweg fahren müssen. Und da werden die meisten wahrscheinlich gleich den Weg meiden. Ja, wie man sieht, fahren viele Radfahrer komplett in der Dooring Zone, weil ja auch der Fahrradweg hier direkt dran lang führt. Und die paar Zentimeter hier, die hier unten auf dem Boden eingezeichnet sind, sind nicht wirklich ein Abstand zu einer offenen Tür oder einer öffnenden Tür. Aber wenn man schon mal selbst in so einer Tür drin gehangen hat und zum Glück nichts passiert ist, aber da hat man Respekt und hält Abstand. So, Chausseestraße auch schon zu Ende. Kommen wir zum Fazit zur Chausseestraße. Beim Autoverkehr vergebe ich 6 Gefahrenpunkte, weil einfach keine Radspur da war. Da kommen wir gleich noch in den anderen Punkt zu. Aber dadurch hast du halt alles auf einer Spur geballt mit den parkenden Autos und so weiter. Das gefällt mir gar nicht. LKW und Busse waren auch da, wobei natürlich jetzt die Straßenbahn eher den Verkehr ausgemacht hat, zumindest im ersten Teil. Abbiegekonflikte gebe ich 8 Punkte, weil einfach hier viele kleine Einfahrten noch waren, Kreuzungen und vor allen Dingen der Radweg, der rechts an den parkenden Autos vorbeigeführt hat, wo der dann natürlich wieder auf der Beifahrerseite ist und wo natürlich Lücken sind mit Einfahrten, wo die Autos abbiegen wollen. Und ich ja schon oft erlebt habe, dass genau in so einer Situation die Autofahrer nicht wirklich gut gucken. Nicht alle natürlich, aber einige. Und dann sind sie auf dem Fahrradweg und du stehst dann nicht da. Qualität der Radführung, hier würde ich 8 Gefahrenpunkte vergeben, weil am Anfang gab es halt gar keinen Radweg. Und wie gesagt, der Radweg, der rechts in den parkenden Autos vorbeiführt, finde ich gar nicht so elegant. Sichtbarkeit leidet natürlich auch drunter und kriegt 8 Punkte, weil halt aus den vorgenannten Aspekten halt auch die Sichtbarkeit eingeschränkt ist. Bei der Ampelführung auch 5 Gefahrenpunkte, weil man einen sich geradeaus fahren kann. Nur die eine Abbiegeampel vor der Baustelle, die war schon ein bisschen strange. Wo ich dann nochmal zurückgefahren bin, um auf den Fußgängerweg weiterzufahren in Schrittgeschwindigkeit. Persönliches Sicherheitsgefühl würde ich 7 Gefahrenpunkte geben. Weil wohlgefühlt habe ich mich hier gar nicht. Aber halt, es war auch nicht so schlimm wie auf der Sonderallee, wenn man es vergleichen möchte hier. Und das wollen wir ja. Als Negativ-Highlight für dieses Video schaue ich mir jetzt die Schönhauser Allee an, die den Platz 1 auf der Unfallstatistik sich geholt hat. Bist du wirklich frei oder läufst du nur verdammt schnell in einem Hamsterrad, das sich als Alltag tarnt? Wahre Freiheit beginnt genau da, wo die Bequemlichkeit aufhört. Wenn du sagst, ich fahre trotzdem. Und du bist dabei nicht allein. Wir sind eine Community, die sich gegenseitig antreibt. Und genau dafür gibt es jetzt diese Statements. Aber hier gibt es keinen billigen Fashion-Schrott. Wir reden von echter Bioqualität, nachhaltiger Stoff, ökologischer Druck und fairer Versand direkt aus Deutschland. Weil wir die Umwelt respektieren, liegt hier nichts im Lager rum. Jedes Teil wird erst gedruckt, wenn du es bestellst. Es dauert ca. 8 Tage, aber Qualität und unsere Natur sind das Warten wert. Sichere dir dein Statement jetzt direkt unten im Video via Shopify. Lass uns das Hamsterrad gemeinsam verlassen. Ich habe jetzt Platz 1 auf unserer Negativliste erreicht und bin schon mal gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Vom ersten Eindruck her, es gibt einen Fahrradweg. Das ist schon mal nicht schlecht, beziehungsweise ganz gut. Links daneben parken Autos, was natürlich wieder hier mit den ganzen kleinen Einfahrten ganz offensichtlich zu Abbiegekonflikten führen kann und mit Sicherheit auch wird, weil man einfach nicht gut gesehen wird von den Autos, die von der Straße kommen. Es gibt Kreuzungen ohne Ampeln. Vorne sehe ich schon mal eine Ampel. Gut, wenn man als Fahrradfahrer natürlich jetzt hier links abbiegt, einfach zwischen den parkenden Autos rauskommt, um hier irgendwo die Straße noch mal schnell zu überqueren, weil es Möglichkeiten gibt hier. Das ist natürlich auch schon schwierig für die Autofahrer in dem Fall, weil man halt eventuell nicht gut gesehen wird, beziehungsweise man auf einmal auftaucht. Und wenn man selbst als Fahrradfahrer nicht gut guckt, dann ist man schon mal eine Gefährdung für sich selbst und auch fürs Auto. Ja, Fahrradfahrer sind hier auch flink unterwegs.
weil man als Fahrradfahrer natürlich auch mal möchte, flink durch die Stadt kommen. So wie es aussieht, fahren auch manche Fahrradfahrer auf der Straße, weil jetzt hier auf dem Radweg keine Benutzungspflicht besteht. Zumindest auf den Teilstück hier nicht. Ich verstehe auch, warum die auf der Straße fahren, weil die Bodenwurzeln hier, die Aufwürfe, die machen nicht wirklich Spaß zu fahren. So, jetzt sind wir hier auf ein Stück, was mit Benutzungspflicht gekennzeichnet ist. Es gibt so ja kleine Barrieren hier, die den Autoverkehr ein bisschen fernhalten sollen. Das finde ich ganz gut. Sichtbarkeit ist auch gut bis jetzt auf dem Stück hier, weil keine parkenden Autos da sind. Ja, von der Radführung her schwierig ein bisschen, weil es immer wieder hoch und runter bis jetzt hier geht. Und dann natürlich, sobald man wieder auf den Fußgängerweg fährt mit dem Fahrrad, auch wenn es ein Teil Radweg natürlich hier ist natürlich die Fußgänger auch ein bisschen schwierig. Gut, scheint jetzt eine baustellenbedingte Wegänderung gewesen zu sein. Es gibt hier auch teilweise Zonen, wo Lieferverkehr mal parken kann. Ist natürlich für den Lieferverkehr ganz gut. Aber man hat natürlich wieder das Problem, dass eventuell die Sichtbarkeit eingeschränkt ist, wenn danach gleich eine Einfahrt kommt. Also bis jetzt muss ich sagen, ist die Schönhauser Allee für mich nicht so erschreckend wie zum Beispiel Sonderallee. Die war da definitiv viel schwieriger bis jetzt. Gut, Bushaltestelle und Radweg, das ist immer ein bisschen schwierig hier. Muss man ein bisschen langsam machen. Weil die aussteigenden Passagiere natürlich Vorrang erstmal haben. Gut, ist auf jeden Fall recht viel los hier auf der Straße. Also ohne jetzt hier irgendein Fazit schon vorwegzunehmen, muss ich sagen, alle verschiedenen Straßen, die ich mir bis jetzt hier angeguckt habe, auch die Straßen, die dazwischen sind, zwischen den Straßen natürlich, um dahin zu kommen, die nehmen sich eigentlich nicht viel, wenn man es genau nimmt. Alle Straßen haben so ihre Vor- und Nachteile. Ja, irgendwelche Besonderheiten, dass mal kein Radweg da ist oder dass Autos irgendwo parken und Sicht versperren und so weiter. Also gefühlt ist es mehr ein Glücksding, wer jetzt das Ranking, das Negativ-Ranking dieses Jahr 2026 gewinnen wird mit den meisten Unfällen. Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir mit den Sicherheitsmaßnahmen, wie sie heute sind, weitermachen und das unter der Annahme, dass der Radverkehr deutlich zunehmen wird, weil einfach die Spritpreise komplett unattraktiv sind für das Autofahren, weil immer mehr Autofahrer auch da sind und damit das Autofahren auch unattraktiv wird. Und Fahrradfahren wird halt zunehmend attraktiver, allein dadurch, dass man mit E-Bikes auch die Einstiegshürde viel kleiner hat. Ja, also wenn man lange Strecken fahren möchte, dann kann man es mit E-Bike natürlich auch schon ganz gut machen. Klar, jetzt keine Tagestour von 200 Kilometer, das ist ein bisschen schwierig, aber einfache Pendelstrecken kann man mit E-Bike super machen, denke ich mal. Und man braucht dann halt nicht so ein Fitnesslevel. Wenn ich so an meine ersten Wochen denke, das war schon eine harte Einstiegshürde, bis ich meinen Pendelweg mal geschafft habe überhaupt. Und ich habe auch lange daran gezweifelt, dass ich es überhaupt schaffe. Ja, wer meine Videos guckt und kennt, der weiß das, was ich im Prozess durchgemacht habe. Und das Problem hast du mit einem E-Bike halt einfach nicht. Und wenn wir das natürlich jetzt annehmen und wir verdoppeln einfach den Fahrradverkehr, dann würden wir die Anzahl der Unfälle auch ganz einfach mal verdoppeln. Und das heißt dann, dass waren wir letztes Jahr irgendwie bei den Top 5 jetzt hier bei 2 Unfällen im Monat. Und das ist nicht tragbar. Das kannst du nicht bringen, wenn du jetzt verdoppelt und auf einmal 4 Unfälle im Monat hast. Ja, da muss dringend was passieren. Lösungen sind natürlich baulich bedingt nicht immer ganz so einfach. Aber ich denke mal, wenn man sich da hinsetzt und ein bisschen Höhenjogging macht, dann findet man auch Möglichkeiten, gerade so Stellen, die wirklich schlimm sind, zu entschärfen. Ja, und eventuell ist auch eine Variante, dass wirklich in den Fahrschulen auch nochmal eine Priorität drauf gesetzt wird, dass jetzt Leute, die einen Führerschein machen, nicht nur mit dem Auto oder Motorrad fahren, sondern auch wirklich mal so einen Pflichtteil haben. Der muss ja nicht mal was kosten, sondern es reicht, wenn sie irgendwie nachweisen oder so, dass sie mit Fahrradfahren oder begleitetes Fahrradfahren mal machen. Ja, irgendeine Tour oder so. Dass halt auch mal die Sicht der anderen haben. Ich bin selber 27 Jahre Auto gefahren und habe mit Fahrradfahren damals nicht viel am Hut gehabt. Und hat trotzdem versucht, so ein bisschen auf die anderen aufzupassen, dass da nichts passiert. Ja, einfach nur aus gesundem Menschenverstand und natürlich, weil ich jetzt nicht schuld sein will, jemanden umzufahren. Weil du hast einfach mal eine Waffe mit dem Auto. Und darüber muss man sich bewusst sein. Und ich meine, Autofahrer haben im Speziellen natürlich Vorteile davon, wenn mehr Leute Fahrrad fahren anstatt Auto. Das entlastet den Fahrzeugverkehr komplett. Ja, viel weniger Staus und so weiter. Also eigentlich müsste jeder Autofahrer dankbar sein für jeden, der aufs Fahrrad umsteigt. Ja, es gibt leider natürlich auch ein paar Leute, die in einigen meiner Videos kommentiert haben, wo man denkt, Mann, was stimmt mit euch nicht? Wir reden hier über Menschenleben. Ja, und da werden Kommentare gebracht, die daran ein bisschen zweifeln lassen. Oder irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft aufmachen, dass halt der Autofahrer immer Priorität hat, dass es vorankommt vom Autofahrer das höchste Gut ist
und alle anderen sich irgendwie unterordnen müssen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ich muss wirklich meinen Hut ziehen für die, die hier in der Innenstadt oder in Großstädten allgemein täglich oder öfters mit dem Rad fahren. Also wirklich riesen Respekt vor der Leistung, die ihr hier bringt. Und damit meine ich nicht die sportliche Leistung im Sinne von, ich verausgabe mich komplett, sondern diese geistige, wachsame Leistung, die man bringen muss, damit man hier nicht umgefahren wird. Aber auch ein großes Dankeschön an die Autofahrer, die hier wirklich Rücksicht nehmen, ja, die achtsam sind, die auch mal sogar den Fahrradfahrer durchwinken. Total klasse. Ja, es gibt natürlich auch Fußgänger, die finde ich auch total super, die auch mal gucken, bevor sie auf den Radweg gehen, ob da was kommt. Ja, leider gibt es aber auch Fußgänger und Radfahrer, die ich heute gesehen habe auf meiner Tour, die einfach bei Rot gefahren sind, da wo sie definitiv hätten warten müssen. Also nicht jetzt von wegen irgendwelche Ausnahmen oder so, die für den Radfahrer nicht gelten oder die für den Fußgänger vielleicht nicht gelten. Das ist totaler Quatsch. Die ich heute gesehen habe und natürlich nicht mit ins Video reingenommen habe, die sind einfach bei Rot gefahren. Und das ist natürlich kein gutes Vorbild für andere und es spiegelt natürlich auch nicht das wider, was die meisten Radfahrer machen. Da reden wir über Einzelfälle. Ja, klar, es waren jetzt echt viele Einzelfälle, die ich heute gesehen habe. Traurige Einzelfälle, ehrlich gesagt. Aber der Großteil bemüht sich. Es gab natürlich auch einige Autofahrer, welche noch bei Kirchgrün über die Straßen gefahren sind. Was natürlich auch nicht geht, weil im Grunde genommen gefährden sie damit auch eventuell schon den Querverkehr, der einfach durch möchte. Also mein Fazit zur Schönhauser Allee. Im Autoverkehr vergebe ich 7 Gefahrenpunkte, weil doch schon recht viel Verkehr unterwegs war. Und ich glaube, wie gesagt, in den Nicht-Ferienzeiten wird es deutlich mehr. Bei Lkw-Busse vergebe ich mal 6 Gefahrenpunkte, weil so viel habe ich jetzt nicht gesehen. Und Lieferverkehr hatte ja seine Parkmöglichkeiten, wo er sich hinstellen kann, ganz offiziell. Also das entlastet natürlich auch so ein bisschen die Konfliktsituation. Bei Abbiegekonflikte würde ich 8 Gefahrenpunkte vergeben, weil es halt sehr viele Möglichkeiten gibt, abzubiegen. Und gerade bei den parkenden Autos neben dem Fahrradweg oder dem parkenden Lieferverkehr und so weiter kann man schnell mal übersehen werden. Qualität der Radführung würde ich jetzt hier mit 7 Punkten bewerten, weil einfach baustellenbedingt oder was auch immer, ich kann ja nur den Iststand gerade sehen, recht viel hin und her gab und dementsprechend natürlich auch Konfliktpotenzial da ist oder nicht gesehen zu werden. Wobei ein Großteil der Wege recht gut waren, weil sie auf der Straße waren und getrennt waren durch halt dementsprechend Absperrungen vom Autoverkehr. Ampelführung würde ich 5 Gefahrenpunkte vergeben, weil wie bei allen anderen Straßen jetzt auch, musste man hier eigentlich nur geradeaus fahren. Persönliches Sicherheitsgefühl würde ich bei 6 Punkten einsortieren, also ähnlich der Warschauer Straße, weil man hat seinen eigenen Bereich mehr oder weniger gehabt als Fahrradfahrer, auch wenn halt die Vor- und Nachteile da waren, die ich jetzt schon erwähnt habe. So, schauen wir uns kurz die Bewertung der einzelnen Straßen an und mal sehen, ob ich mit meiner Vermutung richtig lag, was die gefährlichste Straße von allen ist, also abgesehen von der Statistik der Polizei. Die Schönhauser Allee kommt in Summe auf 46 Gefahrenpunkte, die Warschauer Straße auf 40, die Chausseestraße auf 48, die Sonderallee auf 56 und die Karl-Marx-Allee auf 35. Damit haben wir jetzt den höchsten Gefahrenscore meiner heutigen Tour. Und ich muss ehrlich sagen, bei Platz 1 lag ich mit meiner Einschätzung absolut daneben. Ich dachte, dass die Warschauer Straße am schlimmsten ist, weil ich die aus Sicht als Autofahrer schon immer als voll und unübersichtlich wahrgenommen habe. Aber jetzt aus Sicht eines Fahrradfahrers sehen wir, dass die Sonderallee definitiv den letzten Platz belegt hier in unserer Liste. Also die gefährlichste Straße ist aus meiner Bewertung. Nichtsdestotrotz, ich fahre trotzdem. Und wenn es euch auch so geht, dann schaut gerne mal in meinen Shop vorbei und sucht euch die passenden Statements für euch raus. Aber jetzt interessiert mich eure Meinung. Welche Stelle in Berlin fehlt hier noch in der Liste? Oder habt ihr noch eine Gegend, in der ihr wohnt, die noch viel schlimmer ist? Dann schreibt es auch gerne in die Kommentare und sagt mir Bescheid. Und wenn genug Kommentare zusammenkommen und für mich sich die Gelegenheit ergibt, dort mal hinzufahren, dann mache ich vielleicht noch einen zweiten Teil von dem Video und schaue mir die Stellen an, die ihr am schlimmsten findet. Wir sehen uns vielleicht mal irgendwann auf dem Fahrradweg. Ciao, euer Manuel.